Are you ready für die Endshow 2025 von Defcon 1? Ich weiß nicht, ob ich ready bin. Wow, das sieht aber auch legend nach dem Setup aus, was perfekt für Dennis ist, oder? Wenn Dennis eine Stage, mein Mod hier, wenn Dennis eine Stage machen würde, dann würde die, glaube ich, genauso aussehen. Mit den ganzen Flaggen auch. Kommt es mir so vor, dass es verhältnismäßig hell für eine Endshow. Die ist doch eigentlich relativ immer spät. Ich weiß jetzt nicht, um wie viel Uhr das gemacht ist, aber sonst waren die immer schon stockfinster, die Endshows, die ich gesehen hatte. I am the one, the Alpha. Ausi. And the Omega. My force transcends space and time. Es fängt sehr böse an. Das mag ich ganz gerne. Surrounds us all. Ich habe irgendwie eher das Gefühl, als wären wir gerade Rock am Ring. Ja, es fängt relativ rockig an. Am Anfang ist es meistens noch etwas hell. 22:30 Uhr ist es immer der Start. Dafür ist es aber sehr hell. Für 22:30 Uhr? Mach lauter den Bums. Nennt sich Sommer. Was ist dieses Sommer? Kann man das essen? Das ist hübschi. Das finde ich richtig schön. Können nicht mal solche Tracks eigentlich beim ESC laufen? Nur so als Frage. Irgendwie klingt das richtig hübsch. Sowas müsste mal zum ESC gehen. Ich glaube, der Teil, der jetzt kommt, ist nicht so sonderlich beliebt beim ESC. Ich glaube, der würde nicht so viele Punkte abstauben, aber wäre schon gut, finde ich. Ich würde dafür voten, bisher noch. Das finde ich aktuell noch ganz nice.
Kokosnüsse mag ich. Noch. Aber legit, jetzt mal ganz im Ernst, das könnte doch legit auch ein League of Legends Opening sein, oder? Ich finde, das klingt so krass nach irgendeinem LCS-Track, der spielen könnte, bevor jetzt die LCS starten. Ich finde es richtig gut. Wow, ist besser. Ich glaube, das waren Tracks, die hätte ich jetzt ganz früher vor einem Jahr oder so, hätte ich noch hart gefunden. Das finde ich mittlerweile echt einen guten Track. Das finde ich einen richtig guten Opening-Track dafür. Hardstyle Remix von einem LOL-Song lief tatsächlich bei irgendeinem früheren Defcon. Oha! Ich könnte mir vorstellen, dass das könnte das von den Imagine Dragons gewesen sein. Maybe. Der ist ja auch richtig, richtig durch die Decke gegangen, aber generell. Genau, Legends Never Die, richtig guter Track auch. Eine Hardstyle-Szene kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde es immer etwas schade, dass die Kicks von Jahr zu Jahr immer härter werden. Ich persönlich vermisse die Kicks von 2015 sehr. Ich habe auch so das Gefühl, es ist generell aber in vielen Szenen so, dass es immer probiert, sich selbst zu toppen und immer krasser zu werden vielleicht auch. Ich meine, es gibt ja auch viele Abnehmer, die das feiern, aber klar, für Leute, die etwas softere Songs im Hardstyle-Segmenten fühlen, werden wahrscheinlich auf den Mixstage auch oft auch hin und wieder erstmal so denken, oh Gott, nee, lieber ein bisschen softer. Aber ja, Musik verändert sich halt absolut. Die Musiker verändern sich ja auch. Irgendwann sind ja auch die einzelnen Interpreten, haben irgendwann das Gefühl, boah, ich will jetzt auch mal ein bisschen mehr und ist ja auch eine Gewöhnungssache vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise. Irgendwann will man härter und weiter und krasser. Aber es ist trotzdem schade natürlich für die Leute, die es dann nicht so fühlen. Es ist aber bisher sehr feuerwerkarm, was ich gar nicht so schlecht finde. Das ist das Geile an der DEFCON, dass man Sachen, die man nicht mag, komplett aus dem Weg gehen kann und kann trotzdem trotzdem viele Programme haben. Ja, absolut. Also dafür hast du ja auch die ganz verschiedenen Stages. Ich glaube halt, dass das Schwierige ist, dass halt viele Stages sich mittlerweile wahrscheinlich schon überschneiden. Also wenn du so nur eine Sache gerne fährst, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ich glaube, es gibt immer mehr Mix-Stages. Auf der anderen Seite kann man es dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr tolerieren, wenn dann halt von 6 Tracks irgendwie einer ein bisschen mehr heavy ist, kannst du das vielleicht dann auch mehr ertragen. Oder kannst sagen, ja okay, dann ist halt dieser eine Track kurz nervig. Frontliner ist ein geiler Track.
Frontliners Back ist ein geiler Track. Dass man also jetzt mal aber ganz im Ernst, woher soll man sich die Titel von diesen Songs merken? Also das Einzige, wie ich mir Songtitel merken kann, ist, wenn der Songtitel eindeutig das ist, was im Refrain gesungen wird. Ich würde mir nimmer merken können, welche DJs das sind und welche Songs dazu sind. Nie. Tracks. Also bisher ein sehr atmosphärisches Opening vor allem, eine sehr atmosphärische Endshow. Finde ich sehr geil. Finde ich bisher sehr angenehm. Bisher noch nichts, irgendwas, wo ich sagen würde, boah, das müsste ich leiser drehen oder boah, ist das nervig. Finde ich richtig gut bisher. Hört man irgendwann raus. Für mich ist das genauso faszinierend, wie wenn, keine Ahnung, Leute von, weiß ich nicht, es gibt ja bestimmte Tiergattungen, die auch total ähnlich zueinander aussehen, keine Ahnung, sagen kann, okay, das ist der Frosch und das ist der Frosch und der kann die quasi auseinanderhalten, obwohl sie komplett identisch aussehen. Das ist genauso für mich eine Wissenschaft, wie herauszufinden, von welchem Track welcher DJ ist. Also, das weiß ich nicht, ob ich das jemals könnte. Für mich klingt das legit auch alles gleich von der melodischen Anteil her. Also, klar gibt es dann vielleicht so, dass man weiß, doch, irgendwie kommt mir der Track bekannt vor, aber ich könnte nicht herausfinden, wenn ich einen neuen Track hören würde, das muss bestimmt von dem DJ sein. Das könnte ich nicht. Oh, hier geht, glaube ich, jetzt richtig die Party ab. Wenn das jetzt nicht in was Böses umspringt, weiß ich auch nicht. Lauter geht nicht, dann übersteuert's. Das ist so nice gemacht mit den Lasershow-Effekten. Bisschen überraschend angenehm noch. Ich bin überraschend easy damit. Ich finde es sehr nice bisher. Ich will den Track released haben. Der ist noch nicht online. Der Track jetzt, der D-Block and Estefan und DJ Isaac Track von Berlin. Das ist cool. Das ist eine Wendung. Klingt ein bisschen wie Kamel. Defcon 1 ist unser Berlin. Das ist cool. Das ist ein nicer Track. Wow, okay, das ist sehr cool.
Oh, der ist böse. Aber der ist stark. Unser Berlin. Okay, der Track ist strong. Der ist wirklich strong. Der hat irgendwie eine richtig gute Balance. Ich weiß auch nicht, was der hat, aber er ist irgendwie richtig nice. Er ist auch sehr unique mit dem Voice-Overlay. Umf, die Band kenne ich auch nicht. Umf, Umf, Umf. Ich glaube, du meintest das so, ne? I'm serious, I feel totally lost. If I'm asking for help, it's only because being with you has opened my eyes. Could I ever believe such a perfect surprise? Tattoo. I keep asking myself, Strong. wondering how. I keep closing my eyes, but I can't block you out. Wanna fly to a place where it's just you and me, nobody else, so we can be free. Nobody else, so we can be free. All the things she said, running through my head, everything she said. All the things she said, all the things she said. Running through my head, all the things she said. This is not enough. Gänsehaut. Jo, wie alle mitgesungen haben. Ich muss das nochmal hören, wie gut. Ich muss nochmal hören. Wondering how I keep closing my eyes, but I can't block you out. Wanna fly das to a gut. place where it's just you and me, nobody else, so we can be free. Nobody else. Oh, den Job, du Kleine. All the things she said, all the things she said, running through my head, running through my head, running through my head. All the things she said, all the things she said, running through my head, running through my head. All the things she said. This is not enough. Oh, ist das gut. Wild. Oha. Das ist deutscher Krach. Jetzt verstehe ich, warum ihr es schreibt. Crazy, okay, das ist, deswegen habt ihr das geschrieben. Okay, es ist, also die harten melodischen Teile waren jetzt nicht mein Favorite davon, aber ich finde es eine sehr geile Überleitung. Eine sehr geile Überleitung von dem englischen Track zu dem, das ist deutscher Krach. Sehr strong. Das ist ja nicht die volle Länge von den Songs immer, ne? Können wir uns irgendwann mal anhören. Können wir gerne mal Song requesten. Einfach den Stern Drum skippen. Ich halt extra jetzt immer vor jedem Job an. Nur für Dennis. Von den beiden habe ich immer geträumt, dass ich mit den Dreier habe. Hallo? Junge. Einfach ein Tattoo-Crush. Dass Dennis so richtig ausrastet. Ja, finde ich eine gute Idee. Mit dem Track hast du auch das komplette musikalische Material vom Deutschen Krach gehört. Noiseflow auf der Defcon hat mich so unendlich gefreut. War das gerade Noiseflow? Ist ein kleiner deutscher DJ. Das von dem Das ist deutscher Krach ist Noiseflow. Boah, bin ich froh, dass ich keine Nachbarn habe, die sehr, sehr laut Frenchcore hören. Ich würd's feiern. Death.
Okay. Das wäre nicht mein Track, oder? Das ist nicht mein Track. We carve our path. Our voices sound. United strong on holy ground. From ashes born, we come alive. This is where legends rise. Ganz ehrlich, ich liebe diese Stimme. Boah, diese Stimme ist so gut gewählt für solche Festival-Ankündigungen, ne? Ich kann nicht. Das ist einfach, die Stimme ist einfach sexy. Das hört man zum Beispiel auf 2000 Kilometer Reichweite, dass es Virtual ist. What? Nie im Leben hätte ich das erkannt. Das ist alles Virtual, aber jetzt kommt ein relativ krasser Cut, finde ich. Ist auch nicht deins, Frenchcore. Singt er selbst? Ist das Virtual? Er singt selbst. This is where legends rise. Beeindruckend. DJ und Sänger. Versucht die ganze Zeit herauszufinden, was bei ihm so unique ist. Also er hat zumindest eine sehr schöne Stimme, muss man schon sagen. Er hat eine extrem schöne Gesangsstimme. Aber für mich klingen die reinen Techno, keine Ahnung, Kicktöne, wie auch immer. Sorry, ich will keinen offenden von den Hardstyle-Ultras, aber für mich klingt das nicht ganz, also differenzierbar. Es klingt für mich wie halt ein Hardstyle-Track. Ah, die gute Nacht, schlaf schön, schön, dass du da warst. Ist schon sehr unique, weil die so ein bisschen höher sind. Also ich hatte so das Gefühl, die sind vielleicht ein bisschen höher, aber weiß jetzt auch nicht. Legends rise. Könnte es vielleicht daran liegen, dass seine Kicks ein bisschen technischer klingen also viele von den anderen Kicks klangen eher nach hohlen Kokosnüsse und seine klingen eher wie gefüllte Kokosnüsse. Es klingt fast ein bisschen technischer. Das ist so das Einzige, was ich mir ausmalen könnte. Melodie und Hardstyle und Gesang, verstehe.
Wenn du das so beschreiben willst, ja. Das selber nicht mal erklären. Halt nicht nur stumpf Bum Bum. Es ist auch stumpf Bum Bum und ein bisschen Gesang. Es klingt doch wie Kokosnüsse. Diese leeren Sounds. Track of the Year für dich. The lights are fading out, but our hearts still glow. Our feet are in the dust where the wild ones go. Sie ist eine russische Opernsängerin eigentlich. Lol, wie crazy. Ja, ich finde auch mega cool. Ich habe gehört, dass es also mittlerweile viel häufiger ist, dass es immer mehr Live-Musik quasi von Gesang gibt, dass es immer mehr Live-Stimmen gibt, die dort auf den Bühnen singen. Finde ich auch sehr cool. Finde ich wirklich cool. Es gibt nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Gänsehaut, richtig Gänsehaut. Crazy, dass es einfach eine Opernsängerin eigentlich ist und gar nicht im Hardstyle-Segment eigentlich unterwegs ist. Mit Gesang, Hardstyle und Melodie ist am besten. Absolut, sehe ich auch so. Ellie Goulding hat auch mit Hardcore-Lyrics angefangen vorm Pop. Echt? Ellie Goulding? Oha. Bei solchen Profis ergibt das allerdings auch Sinn. True? Stimmt. Also vor allem Opernsänger haben ja eine unfassbare Bandbreite an Vocals, was sie abdecken können. Von der Stimmfarbe her auch oft richtig gut. Die passen in solche Tracks richtig gut rein. Fading embers in the sky. I don't wanna say goodbye. I don't want this to be done. Wish I could freeze the time. But if this is the end, stay with me. Don't let the lights go down. Stay with me. Don't let the fire drown. Geil, ich feiere beides, melodisch und Tracks, die mir mit dem Bass das komplette Gesicht abziehen. Finde ich eine sehr, sehr tolle Beschreibung. Die dir mit dem Bass das Gesicht abziehen. Geil. Stay with me. Wird auch wieder ein League of Legends Opening sein für mich.
schönes Kleid dafür gewählt. Für den harten Teil ist es irgendwie ganz angenehm noch. War schon episch. Aber was ich krass finde, dass persönlich, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, weil man das jetzt mit Video irgendwie untermalen bekommt, dass es dadurch epischer klingt. Aber wenn ihr sonst so teilweise Hardstyle-Tracks eingesendet habt, waren die gefühlt viel härter für mich, für mein Empfinden oder viel unerträglicher mit Passagen, die so sehr penetrant und sehr störsignalig waren. Entweder ist gerade von den Tracks kein Teil da drin, das so in die Richtung geht, oder vielleicht bemerkt man das auch nicht so doll durch die ganzen Videosachen, die man sieht, aber ich habe schon das Gefühl, dass also das, was ich jetzt hier sehe, deutlich geiler finde, als das, was sonst von Hardstyle oft eingesendet wird. Viele League-Openings kannst du, wie viele League-Openings kennst du, ist die Frage. Ein paar. Ein paar auf jeden Fall. Die Kick-Variation auch so geil in dem Track. Genau, das ist das, was ich sage. Ist halt mehr Mainstream schon, oder? Die Endshot war unterm Strich recht zahm, würde ich sagen. Schon eigentlich. Also ich finde sie auch sehr, sehr angenehm für meine Ohren. Death. Con. Es war eine echt gute Endshow. Ich fand sie wirklich gut. Ich weiß nicht, ob es einer der besten war, die wir gesehen haben. Dafür kann ich mich leider nicht genug dran erinnern, wie die anderen waren. Aber ich glaube, vom musikalischen Ding war es schon einer meiner Favorites. Rein showtechnisch war, glaube ich, letztes Jahr, ich fand das Bühnenbild letztes Jahr, also von 2024, fand ich beeindruckender. Das war doch, glaube ich, das mit den Statuen 24, ne? Das hat mich mehr umgehauen, aber ich fand hier der melodische Anteil irgendwie richtig gut. Mich voll gefallen.